Heute schauen wir uns einen deutschen Bericht an, wo über die polnische Weihnachtstradition und in allgemein über die Weihnachtszeit in Polen gesprochen wird und gucken einfach mal, wie viel Wahrheit in dem Ganzen drin steckt. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich einmal ganz kurz vor für Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Mal mache ich mal Vergleiche zwischen Deutschland und Polen, zeige einen Reisebericht oder so wie jetzt auch, schauen wir uns mal gemeinsam einen Bericht an, wo über die polnischen Weihnachtszeit und Weihnachtstradition gesprochen werden. Falls dich solche Themen interessieren oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Der Höhepunkt von Weihnachten ist ja eigentlich im Prinzip schon vorbei. Das ist ja der 24., 25. und 26. Dezember. Die heiligen drei Könige stehen ja jetzt schon vor der Tür und traditionell wissen wir auch, dass der Weihnachtsbaum in Polen bis Februar steht. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass dieser Bericht sehr interessant sein könnte und schauen einfach mal, was wir schon über die polnischen Weihnachtstraditionen wussten und was nicht. Und ihr könnt mir das auch mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr wirklich alles gewusst habt, was gleich in dem Bericht gezeigt wird. Dann würde ich sagen, dann geht es auch schon los. Wenn die Polen an den Weihnachtsfeiertagen zusammenkommen, spielt ein bestimmtes Element eine sehr wichtige Rolle: das Essen. Schauen wir uns einmal an, welche Gerichte die Polen an Heiligabend auf den Tisch stellen und warum sie so lieben. Für die Polen ist das Wigilia genannte Weihnachtsabendessen eines der wichtigsten Feste des Jahres. Das Abendessen besteht traditionell aus 12 Gerichten, Fleisch ist jedoch nicht erlaubt. Das Abendessen am Heiligabend beginnt oft mit Barscht, einer rote Betesuppe, auch bekannt als roter Borscht. Dazu werden in der Regel Uszka serviert, winzige mit gebratenen Zwiebeln und getrockneten Steinpilzen gefüllte Teigtaschen. Sauerkraut hat... Hier kann man vielleicht noch dazugeben, dass Pilzsuppe in Polen auch sehr beliebt ist zur Weihnachtszeit. Also zumindest wird das hier bei uns hier gemacht. Dann gibt es Barszcz und auch die Pilzsuppe. Ich mache auch selber Pilzsuppe. Die ist sehr lecker. Ich mag Pilzsuppe sehr. Aber passt schon. Eine lange Geschichte in der polnischen Esskultur. Es eignet sich hervorragend als Füllung für die weihnachtliche Version der Pierogi, wird aber auch als Beilage mit getrockneten Waldpilzen oder kleinen weißen Bohnen serviert. Pierogi sind sicherlich das bekannteste polnische Gericht im Ausland. Ihre Weihnachtsversion unterscheidet sich von der klassischen Version, da sie mit Kohl oder Sauerkraut und getrockneten Pilzen gefüllt sind. Aber traditionell sind die doch auch mit Sauerkraut und Pilze. Das ist jetzt nicht so, dass die nur zu Weihnachten mit Sauerkraut und Pilze serviert werden. Wenn ihr auch so ins Restaurant geht, irgendwo hier in Polen, werdet ihr in der Regel auch Pierogi mit Kapusta und Grzybami finden. Also ist nicht nur zur Weihnachtszeit so. Die Rezepte werden von Generation zu Generation weitergegeben, von Großmüttern und Urgroßmüttern. Mal so nebenbei erwähnt, Pierogi mit Kapusta und Grzybami, also Pierogi mit Sauerkraut und Pilze, ist eins meiner Lieblingsgerichte hier in Polen. Also ich könnte das wirklich fast jeden Tag essen. Karpfen ist ein kulinarisches Symbol für den Heiligen Abend in Polen. Oft wird er von heißem Sauerkraut mit getrockneten Pilzen, einem Gemüsesalat oder Kartoffeln begleitet. Ich kann mir den Weihnachtsabend ohne Karpfen nicht vorstellen. Kein anderer Fisch darf an Heiligabend auf dem Tisch stehen. Gołąbki oder... Also bei uns war auch ein anderer Fisch auf dem Tisch. Also wir hatten dieses Jahr, glaube ich, keinen Karpfen. Es ist aber richtig, wenn man in Polen dann auf den Markt geht, gerade zur Weihnachtszeit, sind überall, also oder sage ich mal so, wird sehr, sehr viel Karpfen verkauft. Und es sind dann auch so, kann man das sagen, solche Behälter, wo dann auch frische Karpfen gehalten werden. Also lebendige Karpfen noch. Ob das jetzt sehr tierfreundlich ist, sage ich mal, ist jetzt eine andere Sache. Aber daher sieht man auch, dass Karpfen gerade zur Weihnachtszeit hier in Polen verdammt beliebt. Oder Kohlrouladen werden normalerweise mit Fleisch gefüllt. An Heiligabend ist die Füllung jedoch vegetarisch. Sie enthält getrocknete Waldpilze sowie Buchweizen, Perlgraupen oder Reis. Genau. Hering ist ein weiteres beliebtes Gericht an Heiligabend. Schlecht. Die Polen servieren ihn gewöhnlich mit einem sogenannten Wurzelgemüsesalat oder Kartoffeln. Wurzelgemüsesalat, wie sich das anhört.
Was ist ein Wurzelgemüsesalat? Meinen die damit Sałata Jarzynowa, also dieser, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt, vielleicht heißt das wirklich auf Deutsch, Wurzelgemüsesalat. Hört sich ein bisschen merkwürdig an. Fisch nach griechischer Art ist in vielen polnischen Familien ein Muss. Ja, hatten wir auch. Normalerweise besteht er aus weißem Fisch, der leicht in Mehl gewälzt und gebraten wird. Darüber kommt eine Mischung aus geriebenen Karotten, Pastinaken und Gewürzen, die süß und weich gekocht werden. Kutia ist eine Nachspeise nach altem Rezept, die ausschließlich an Heiligabend zubereitet wird. Es ist eine Mischung aus Weizenkörnern, Mohn, Honig, in Rotwein getränktem Trockenobst sowie Mandeln, Sonnenblumenkernen oder Walnüssen. Das kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt auch zum ersten Mal gehört habe, bin ich ganz ehrlich, und jetzt auch zum ersten Mal sehe. Kennt ihr dieses, wie hieß das, Kutia? Also wenn ihr damit Erfahrung habt, hinterlasst mir das mal bitte in den Kommentaren, das würde mich mal interessieren, weil ich höre das jetzt zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Das Backen von Lebkuchen zu Weihnachten ist eine Tradition in Polen. Der Teig besteht aus Honig, Schmalz, Zucker, Eiern, Mehl und einer Mischung aus Lebkuchengewürzen. Hat sie jetzt gesagt Schmalz? Also Lebkuchen mit Schmalz, also pierniki, also auf Polnisch pierniki mit Schmalz. Höre ich jetzt ehrlich gesagt auch zum ersten Mal, aber okay, lassen wir mal so. Also wir haben hier auch Lebkuchen gemacht oder Pfefferkuchen, sagt man ja dazu auch in einigen Regionen. Wir machen aber kein Schmalz rein. Bei uns hängen auch die Lebkuchen am Weihnachtsbaum. Ja, also unser Weihnachtsbaum steht auch noch. Wir machen dann immer so ein Loch rein, also in den Lebkuchen, dass wir dann auch ein Schnürchen dran machen können und die hängen dann bei uns am Weihnachtsbaum und dann ab und zu kann man dann immer so einen wegnehmen und essen. Der Duft von Lebkuchen ist so stark und wunderbar. Oh, die Breslau. Polen lieben Wrocław. Mohnkuchen. Der traditionelle Weihnachtsmohnkuchen unterscheidet sich jedoch vom klassischen Kuchen, da die Teigschichten dünner und die Schichten der süßen Mohncreme dicker sind. Also wenn die jetzt hier vom Makowiec sprechen, das ist aber kein Makowiec jetzt, bin ich der Meinung. Also ich habe den anders in Erinnerung. Vielleicht vertue ich mich da auch, verbessert mich bitte in den Kommentaren. Aber das ist richtig, der ist so ein bisschen dicker. Für meinen Geschmack manchmal zu viel, aber ich denke, hier ist das dann auch wieder Geschmackssache. Kompott aus getrockneten Früchten ist ein traditionelles Getränk, das am Ende des Heiligen Abends serviert. Es wird aus gekochten, getrockneten und geräucherten Früchten hergestellt, in der Regel Pflaumen, Äpfel, Birnen, Rosinen und Aprikosen. Getrocknete Früchte für Kompott sind ein Muss. Wir hatten jetzt nicht aus getrockneten Früchten, ich kenne das aber auch so. In Deutschland wird das, glaube ich, auch so gemacht, aus getrockneten Früchten. Zumindest ist das auch nicht selten zu sehen. Dann kann man vielleicht auch noch irgendwie Rotwein reinmachen. Das ist in Deutschland zumindest auch so traditionell, meines Wissens nach zumindest. Wir haben ganz normalen Kompott gemacht, ohne getrocknete Früchte. Das Abendessen an Heiligabend besteht aus 12 Gerichten, denn die Zahl 12 ist ein Symbol für Reichtum, die 12 Apostel und eine Darstellung der 12 Monate des Jahres. Sind wir mal ehrlich, bei den meisten polnischen Familien, denke ich, sind es mehr wie 12 Gerichte. Also gehe ich einfach mal ganz stark davon aus, dass sie wesentlich mehr wie 12 Gerichte machen. Also die Weihnachtstradition oder die Esstradition, die Esskultur in Polen, die hat einen sehr hohen Stellenwert, würde ich jetzt mal behaupten. Und genau. Wer denkt, dass das Verschicken von Weihnachtskarten der Vergangenheit angehört, der irrt. Natürlich sind Weihnachtskarten nicht mehr so beliebt wie früher. Stattdessen entscheiden sich viele Menschen dafür, Grüße über soziale Medien zu verschicken. Doch viele Polinnen und Polen, vor allem die älteren Generationen, verschicken noch immer Karten und Pakete auf dem traditionellen Postweg. Die Weihnachtszeit ist traditionell eine Zeit mit erhöhtem Aufkommen an Briefen und Paketen, also sind wir darauf vorbereitet. Und es gibt klassische Maßnahmen, die wir jedes Jahr treffen. Als ich Kind war, habe ich auch Briefe an den Weihnachtsmann geschickt, also ich sag mal mehr in Kombination mit meinen Eltern natürlich, dass ich einen Brief geschrieben habe. Meine Eltern haben den genommen und gesagt, dass sie das dem Weihnachtsmann geben. Hören wir mal weiter, wie das hier funktioniert, weil ich sehe, hier war auch schon Poczta Polska mit dem Spiel. Eine davon ist die Einstellung jeglicher Softwarewartung, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz auf die Lieferung konzentrieren können. Es sind eigentlich zwei Dinge. Zu einem wurde die Aufrüstung unserer IT-Systeme für diesen Zeitraum gestoppt. Wir führen keine Wartungsarbeiten durch, weil wir uns ganz auf die Lieferung konzentrieren. Der zweite Grund ist natürlich die gestiegene Beschäftigung. Doch nicht nur Erwachsene schicken Briefe und Weihnachtskarten an ihre Lieben.
sondern auch Kinder auf der ganzen Welt. Das Versenden von Briefen an den Weihnachtsmann ist eine der schönsten und wärmsten Momente des Jahres. Und vor allem Kinder, die jedes Jahr Briefe an den Weihnachtsmann schreiben und ihn um ihre Wunschgeschenke bitten. Dieses Jahr war es nicht anders. Ich habe mir vom Weihnachtsmann das Buch Der gestiefelte Kater und einen Schokoriegel gewünscht. Manche Kinder stecken Briefe in ihre Schuhe, andere heften sie an die Weihnachtsstrümpfe, die über dem Kamin hängen. In Polen schreiben die meisten Kinder die Briefe zusammen mit ihren Eltern, gehen dann zur Post und stecken sie in einen speziellen Briefkasten. Sowas habe ich hier aber nicht gesehen, so spezielle Briefkästen für den Weihnachtsmann. Vielleicht habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht so ganz stark darauf geachtet. Aber ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante und tolle Idee eigentlich, gerade für Kinder auch, ne? Also ich finde es schön. Andere schicken mit Hilfe ihrer Eltern Online-Briefe an den Weihnachtsmann. Deshalb hat die polnische Staatspost dieses Jahr beschlossen, mit der Zeit zu gehen. Sie werden auf Papier verschickt, aber in diesem Jahr kann man sie auch digital aufzeichnen und auf digitalem Wege verschicken. Mit Bildern und Briefen, die dem Weihnachtsmann per Telefon oder E-Mail zugestellt werden. Ja, ich wollte gerade sagen, der Weihnachtsmann wird dann mit Sicherheit ein iPhone haben oder irgendwie so, ne? Wo er dann seine E-Mails abrufen kann. In Rovaniemi wissen Sie also, was Sie einpacken müssen, wenn Sie das Paket ausliefern. Handgeschriebene Weihnachtskarten und das Versenden von Briefen an den Weihnachtsmann sind eine zeitlose Tradition. Deshalb ist es für viele so wichtig, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Das ist Samba, ein 7-jähriger Welpe, der von seiner Besitzerin Paulina aus dem Tierheim adoptiert wurde. Samba kann ein paar Tricks aus dem Ärmel schütteln, aber neben den Tricks glauben die Tierbesitzer in Polen, dass ihre Haustiere noch eine weitere Fähigkeit haben. Sie können an Heiligabend die menschliche Sprache sprechen. Wir glauben, dass Tiere mit menschlicher Stimme sprechen. Es ist ein Beweis dafür, wie wichtig Tiere für uns sind und wie wir sie besser verstehen wollen. Zu diesem Thema habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Also ich habe schon mal ein Video im Allgemeinen zur polnischen Weihnachtstradition gemacht und da erkläre ich auch, was das auf sich hat, dass die Tiere an Heiligen Abend mit den Menschen sprechen können. Das hat nämlich verschiedene Traditionen. Ich packe euch einfach mal das Video oder die ganze Playliste zum Thema Weihnachten in den Polen in den Kommentaren rein. Da könnt ihr euch das anschauen. Da erfährt ihr auch ein bisschen noch ein paar Hintergründe zu diesem Thema. Wieso, weshalb, warum es diese Tradition gibt. Die katholische Erklärung dafür, dass Tiere mit menschlicher Stimme sprechen, hängt mit der Geburt Jesu zusammen. Sie sollen die Nachricht von seiner Ankunft überbringen. Außerdem waren sie bei seiner Geburt im Stall und gestalteten das Krippenspiel. Unter das ist anderem auch ein Glaube, der mit der polnischen Tradition des Oblatenbrechens an Heiligabend zu tun hat. Ich erinnere mich, dass mein Großvater mir als Junge am Weihnachtsabend immer die Weihnachtsoblate mitbrachte. Die weiße, die das Brot symbolisierte. Sie wurde am Weihnachtsabend unter den Leuten am Abendbrottisch aufgeteilt. Genau, also im Prinzip wird das so gemacht, jeder bricht von dem anderen ein Stück von der Oblate ab und dann wünscht man sich alles Gute im Prinzip. Genau, also das ist hier in Polen auch ja, sehr, sehr beliebt. Die farbige Oblate, die rosa oder grün war, wurde vor Mitternacht zum Kuhstall gebracht und ins Heu der Tiere gelegt. In dem Glauben, dass die Tiere um Mitternacht in unserer menschlichen Sprache zu uns sprechen. Also das mit dieser farbigen Oblate kenne ich so jetzt nicht. Nur wenige Feiertage verkörpern den Geist des Gebens so sehr wie Weihnachten. In Polen ist eine der Organisationen, die diesen Geist verkörpern, die Caritas, eine weltweit tätige katholische Wohltätigkeitsorganisation, deren Ziel es ist, die Würde aller Menschen unabhängig von ihrer Ethnie oder Religion zu fördern. Weihnachten ist für die Caritas eine ganz besondere Zeit, denn wir wollen wirklich nicht, dass jemand allein bleibt und wir wollen, dass jeder Unterstützung bekommt. Deshalb organisieren wir den Heiligabend für rund 25.000 Menschen in ganz Polen. Schön, das ist schön. In 90 polnischen Städten kommen Menschen zusammen, um gemeinsam Heiligabend zu essen, Hilfspakete zu erhalten und die Feiertage in einer Gemeinschaft zu verbringen. Dies wäre ohne die Hilfe von Freiwilligen nicht möglich. Anfang Dezember helfen bis zu 24.000 von ihnen, Lebensmittel für Bedürftige zu sammeln und zu verteilen. Wenn ich das jetzt gerade sehe, weil da war jetzt gerade eine Aufnahme vom Biedronka, das ist wirklich sehr oft so, dass gerade vor der Weihnachtszeit die Caritas-Mitarbeiter vorm Biedronka stehen oder im Biedronka und geben dir dann halt sowas wie so ein Prospekt mit dem Hinweis, vielleicht eine Kleinigkeit mitzukaufen und die stehen dann da in der Regel draußen mit einem Korb oder mit einem Einkaufswagen, also nicht draußen jetzt vorm Biedronka, also das ist jetzt noch alles drin im Biedronka, aber außerhalb der Kassen, wo man dann
irgendwie was mit reinschmeißen kann. Bin da ganz ehrlich, ich habe da auch schon das ein oder andere Mal reingeschmissen, aber sowas kommt auch öfters vor, also jetzt nicht nur zur Weihnachtszeit. Im Allgemeinen sind solche Organisationen, die dann irgendwelche Spenden suchen und dann kaufe ich auch manchmal etwas, manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal mache ich wirklich ganze Einkäufe, also wirklich 2 Einkaufstüten voll oder so, dann stelle ich das dorthin. Meiner Meinung nach, wenn man immer irgendwie so ein bisschen Kleingeld über hat oder so, dann kann man auch mal ein Paket Nudeln oder Reis kaufen oder ich weiß nicht was, um es dann dort reinzustellen. Ist auf jeden Fall nur meine persönliche Meinung. So ein Säckchen packen wir Reis, Nudeln, Zucker, Kaffee, Tee, alle möglichen Gewürze, aber auch, was an Weihnachten wichtig ist, ein paar Süßigkeiten, damit es alle auf dem Tisch auch süß, warm und nett haben. Ihre kleine Geste ist für jemanden ein ganzes Festtagsessen. Ich helfe, weil ich es will und weil es mir Spaß macht. Ich möchte, dass alle glücklich sind. Deshalb verbringen wir hier gemeinsam unsere Zeit, damit diese Feiertage für alle etwas Besonderes werden können. Wer sich dem Geist des Gebens anschließen möchte, kann in den Pfarrereien in ganz Polen eine Caritas-Weihnachtskerze kaufen. Ich würde sagen, dass diese Kerzen bereits zu einem Zeichen für Weihnachten in Polen geworden sind. Denn in allen Familien steht diese Kerze normalerweise auf dem Weihnachtstisch. Nein, bei uns stand keine Caritas-Kerze auf dem Weihnachtstisch. Vielleicht bei euch, könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. In mehr als 30 Jahren haben die Polen mehr als 50 Millionen dieser Kerzen angezündet. 50 millions of these candles. Oh, okay, das ist schon ein bisschen was. Die gesammelten Gelder kommen in erster Linie Kindern in Not zugute. Zum Beispiel Kinderhospizen und Stipendien. Und ein kleiner Prozentsatz geht an Kinder in Äthiopien, um die Unterstützung über die Grenzen Polens hinaus auszuweiten. In Europa ist die Weihnachtszeit angebrochen und die Vorbereitungen für die Feiertage sind abgeschlossen. Neue Daten zeigen, dass Polen beim Wachstum der Weihnachtsausgaben in diesem Jahr zu den Spitzenreitern gehört. Wir werfen einen genaueren Blick darauf, wie die Polinnen und Polen im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn die Weihnachtsausgaben angehen. In Polen ist die Festtagsstimmung nach wie vor groß und die Verbraucher öffnen ihre Geldbörsen stärker als in den Vorjahren. Nach Angaben des Mastercard Economics Instituts wurde für Polen ein deutlicher Anstieg der Weihnachtsausgaben um 6,4% prognostiziert. Damit liegt es an zweiter Stelle unter den europäischen Ländern, gleich hinter Ungarn mit 7,7%. Also das 6,4% im Gegensatz zum Vorjahr. Okay, das ist interessant. Würde ich aber sagen, ist jetzt, glaube ich, nicht so eine ganz große Kunst. Ich denke, die meisten Länder werden einen großen Anstieg haben. Aus den Gründen, weil ja in den letzten, ich sage jetzt mal 2-3 Jahren sehr viel auf Welt geherrscht hat oder sehr viel hier passiert ist, dass dann viele Leute zum Beispiel weniger Geld hatten, um es auszugeben, weil die gezwungen worden sind, weniger auszugeben. Dass dann jetzt ein Anstieg passiert. Also ist jetzt nur meine persönliche Meinung, diese Statistik jetzt hier gerade, die ist einfach jetzt nur künstlich hochgepusht, meiner Meinung nach zumindest. In diesem Jahr sind die Löhne sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor deutlich gestiegen. Mit der Erhöhung des Mindestlohns und der Gehälter im öffentlichen Sektor haben die polnischen Verbraucher nun mehr Möglichkeiten, ihre Ausgaben und Ersparnisse zu erhöhen. Es ist ja in der Tat wirklich so, dass hier die Mindestlöhne und alles sehr stark angestiegen sind. Ohne jetzt so weit darauf einzugehen, für mich persönlich oder meines Wissens nach, wie ich über diese ganze Ökonomie denke, viel zu schnell angestiegen und deswegen kann natürlich auch ein Wachstum, so wie es hier gerade von 6,4 beschrieben worden ist, kann dann natürlich auch möglich sein. Aber ich würde sagen, die haben jetzt nicht mehr eingekauft, also die haben jetzt nicht mehr Produkte gehabt. Ich würde sogar sagen, die haben gleich viel Produkte gehabt oder sogar noch weniger, haben aber mehr Geld ausgegeben auf dem Papier. Und das ist das, was ich so gerade leicht anschneiden wollte. Aber gehen wir jetzt nicht zu tief darauf ein, weil hier geht es ja eigentlich mehr jetzt um Weihnachten und die Weihnachtszeit. Laut einer Studie des polnischen Bankenverbandes plant der durchschnittliche Pole in der Weihnachtszeit rund 320 € auszugeben. Doch Polinnen und Polen sind nach wie vor auf ihr Budget bedacht. 320 €, 1350 Zloty plus minus so ungefähr. Von Anfang Dezember mit Einkäufen natürlich, Essen und so weiter, Geschenke, je nachdem wie groß jetzt die Familie ist, aber dann könnte die 320 € oder sagen wir mal 1300, 1400 Zloty hinkommen natürlich. Ja, das könnte passen. Während die Gesamtausgaben gestiegen sind, suchen die Verbraucher nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und nach Rabatten.
Wir waren in Warschau unterwegs, um die Einwohner nach ihren diesjährigen Weihnachtsausgaben zu fragen. In der Regel geben wir ganz normal aus. Wir halten uns nicht zurück, wenn es um die Familie geht. Etwa 140 €, mehr oder weniger. Das ist unterschiedlich. Manchmal geben wir viel aus, manchmal nicht viel. Ich gebe ein wenig aus, aber die Geschenke sind gut durchdacht. Ich kaufe nicht in Eile. Ähnliche Trends sind in ganz Europa zu beobachten. Die Ausgaben für Kleidung werden voraussichtlich am stärksten in Ungarn, Spanien und Tschechien steigen. Dort sind es fast 6% im Jahresvergleich. In Deutschland, Tschechien und Großbritannien wird ein Anstieg der Ausgaben für Elektronik erwartet. Diese sollen im Jahresvergleich um 5,5% zunehmen. Dass sich die Verkäufe von den Rückgängen nach der Pandemie erholt haben, wird erwartet, dass die Verbraucherausgaben in Europa in der Weihnachtszeit 2024 im Vergleich zum Vorjahr um fast 3% steigen werden. Was ich auch gerade schon angeschnitten habe, es ist in den letzten 2-3 Jahren sehr viel passiert. Also ich sag mal so, da muss man jetzt kein Experte sein, um sowas vorauszusehen. Ja, so wie es aussieht, kommen wir mit dem Video auch schon zum Ende zu. Ich denke, hier wird nicht mehr viel gesagt. Moment, ich schalte mal noch ganz kurz die Aufnahme hier aus. Ja, also im Großen und Ganzen finde ich das Video sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde, hier waren sehr viele Wahrheiten drin. Hier war auch das ein oder andere, wo ihr auch gesehen habt, dass ich überhaupt gar nicht wusste, dass es sowas gibt oder dass das auch wirklich in Polen so stattfindet. Aber mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr zu diesem Bericht sagt. Ist hier Wahrheit? Steckt hier viel Wahrheit drin oder weniger Wahrheit drin? Kanntet ihr alles, was hier gesagt wird? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich kann noch so ganz grob in Allgemeinen sagen, ich persönlich finde die Weihnachtszeit in Polen hier sehr schön. Das ist für mich hier eine sehr, sehr angenehme Zeit. Ich freue mich hier immer auf die Weihnachtszeit. Eine Sache hat mir dieses Jahr gefehlt in Polen, zumindest in der Region, wo ich wohne, hier in Łódź, und das ist der Schnee. Ich hatte, seitdem ich hier in Polen bin, eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten Schnee. Dieses Jahr ist wirklich das erste Jahr, seitdem ich hier in Polen bin, dass ich keinen Schnee habe, und das war so ein bisschen etwas, was mich so traurig gemacht hat. Ansonsten finde ich hier die Weihnachtszeit in Polen wirklich toll und ich genieße die wirklich. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!